Hallo, herzlich willkommen in meinem nächsten Video zur Reihe Julia vs. Python. Hier in diesem Video bekommen wir folgende Aufgabe gegeben. Als Input bekommen wir ein String und in diesem String sollen wir die erste Zahl finden und zurückgeben. Also wie machen wir das? Wir machen eine For-Schleife und gehen einfach durch jeden Index dieses Strings durch, also sagen wir i in Range Länge von diesem String, diesem Input-String, und dann können wir einfach sagen, okay, try int von Input-String an der Stelle i, und wenn das funktioniert hat, dann können wir das auch gleich returnen. Also nennen wir das mal Zahl ist gleich, und diese Zahl wollen wir dann auch returnen. Und sonst machen wir einen Catch oder in Python ist es nicht Catch, in Python ist es ein Except. Und im Except machen wir nichts. Und dann versuchen wir einfach den nächsten Buchstaben. Und das können wir dann mal durchlaufen lassen. Und sehen, okay, wir haben es nicht richtig hinbekommen, weil wir das Ganze noch als String umwandeln müssen. Das heißt, wir müssen dann String an dieser Stelle noch ein String machen. Python ist ein str für String. Das heißt, wir können dann diese Zahl wieder in String umwandeln, und damit haben wir die Aufgabe erfolgreich gelöst. Dasselbe können wir jetzt in Julia machen. In Julia zeige ich euch zwei Möglichkeiten. Die eine, die ist einfach genau wie diese hier. Also wir gehen wieder durch jedes Element in Input Range durch, und dann machen wir ein Try und gucken eben, ob wir z bekommen als parse. Also was wollen wir jetzt parsen als int, und was wollen wir parsen dann machen wir return string z, dann brauchen wir ein catch und ein end, und dann können wir das Ganze schon laufen lassen. Und dann sehen wir, wir haben ein Problem, weil wir das End für die For-Schleife nicht zugemacht haben. Das müssen wir natürlich machen. Und somit laufen alle Tests durch. Wir können es abgeben. Aber das war jetzt die eine Möglichkeit. Jetzt machen wir noch eine andere sehr coole Möglichkeit, die ich gerade eben gesehen habe. Das ist einfach mit find first. Und dann geben wir eine Funktion mit und Input String, und als Funktion geben wir isDigit. Also wir uns kurz mal spiegeln. Das war bei Julia. isDigit, genau. Das brauchen wir. Also wir brauchen die Methode isDigit und machen dann einen find first. Als Return geben wir erstmal, keine Ahnung, irgendeine Zahl raus. Und das wollen wir uns dann mal anschauen mit show. Können wir es mit Steuerung R laufen lassen. Und dann bekommen wir, okay, als Output bekommen wir dann 5. Und wenn wir dann hier zählen, 1, 2, 3, 4, 5, da bekommen wir genau die richtige Stelle. Und dann können wir einfach sagen, Input String an der Stelle 5. String an der Stelle 5. Das wollen wir zurückgeben. Und dann können wir das Ganze laufen lassen und sehen, alles richtig. Das ist das Schöne, also diese Funktion find first kann eine Funktion mitnehmen, und die Funktion ist isDigit. Und dann geht diese Funktion durch und guckt
dann quasi welches Element diese Funktion erfüllt, wo die Funktion quasi True zurückgibt. Und dann können wir diesen Index hier reingeben und bekommen das richtige Element. Dann können wir das Ganze abgeben und haben somit die Aufgabe erfolgreich gelöst. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.